Sind wir wieder auf Sendung, Shairi? Ja. Okay, einen schönen guten Morgen. Shairi und ich sind für euch extra früh aufgestanden und haben uns auf den Weg nach Bad Oeynhausen gemacht. Da ist das Architekturbüro Böckamp und der Herr Böckamp hat sich heute Zeit genommen für uns, um unsere Fragen zu beantworten, uns die Planung oder sich die Planung mal von uns anzugucken. Bis jetzt war es ja nur theoretisch. Also wir als Laien haben uns einfach irgendwas überlegt und jetzt guckt der Experte mal drauf und sagt mal, wo unsere ganzen Fehler liegen und was wir bedenken müssen, wenn wir weiter planen wollen. Also ich bin schon echt gespannt. Ich hoffe, du auch. Ja. Wir brauchen noch so ungefähr 20 Minuten und dann, wenn wir angekommen sind, dann melden wir uns wieder. Bis gleich. Bis Tschüss. gleich. So, ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin gesagt haben, auf welchem Channel wir hier sind. Go Big or No Home. Wir sind jetzt in Oeynhausen angekommen. Shairi ist natürlich auch wieder mit dabei. Hi. Das ist eine ganz witzige Gegend hier. Ne? Also du bist in der Mitte von einem Wohngebiet und auf einmal siehst du so ein uraltes Bauernhaus. Ich glaube, wir müssen Herrn Böckamp nachher mal fragen, 17. Jahrhundert, glaube ich. Ja, wir gucken mal, wir sind ein bisschen früh dran. Gucken wir mal, ob Herr Böckamp uns schon empfängt, ob er schon aufgestanden ist. Mal gucken. Ach, bestimmt. Oh, ich bin mal gespannt. Ich auch. Guck mal, die haben schon sogar eigentlich um 7 Uhr auf. Wir haben jetzt schon 9. Durften noch ein bisschen länger schlafen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Wir haben einen Termin bei Herrn Bei Böckamp. Herrn Böckamp. Ich komme so erstmal mit rein. Ja, schönen Dank. Und, Ja, wir sind auch ganz gespannt. Ihr seid die ersten Experten, die bei uns auf dem Kanal auftauchen. Bis jetzt war es halt alles so ein bisschen theoretisch von uns geplant. Ja, da wollen wir jetzt mal eine Meinung von euch haben, ob das überhaupt realistisch ist. Klasse, ja. Ich bringe euch mal hoch. Ja, Wollt ihr noch was mit anfassen? Oder? ja wir gehen einfach mal hoch und richten uns ein und dann Genau. drehen wir weiter. Gut. Ja, Herr Böckamp, schönen guten Tag. Uns freut es wirklich, dass wir heute hier vorbeikommen durften, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, freue mich auch sehr. Herzlichen Dank. Einmal unseren Traum unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht wollen Sie einmal erklären, wer sind Sie überhaupt, Herr Böckamp? Was machen Sie Ja, sehr gerne. mit Ihrem Architekturbüro hier? Ja, mein Name ist Henning Böckamp. Ich bin selbstständiger Architekt mit einem Büro in Bad Oeynhausen. 48 Jahre, seit 2007 in der Selbstständigkeit, seit 2004 hier im Büro. Komme aus einer kleinen Architektenfamilie. Mein Vater war bereits Architekt, als auch mein Opa, der das Büro mal gegründet hat. Bin hier zur Schule gegangen in Bad Oeynhausen und habe danach dann hier vor Ort eine Tischlerlehre gemacht und bin dann zum Studium in Bochum, Stuttgart, Delft und Berlin gewesen. Sehr zufrieden, hier wieder in der Heimat gelandet zu sein und sind hier regional oder auch persönlich sehr verwurzelt. Und so ist auch das Büro ausgerichtet mit zurzeit 7 Mitarbeitern, wo wir sehr regional arbeiten. Das heißt, so ein bisschen der Zirkelschlag, Löhne Bad Oeynhausen, 100, 150 Kilometer, wo wir also die Kunden betreuen und letztendlich, sagen wir, dann auch begleiten in den Dienstleistungen, die gewünscht sind. Okay. Und dann kommt ein Kunde häufig mit einem Grundstück und einer Idee, einem Budget zu Ihnen und sagt, Herr Böckamp, zaubern Sie mir was Schönes? Oder? Genau. Ja, also vom Prinzip ist es schon so. Es gibt dann im Grunde, sagen wir mal, dieses sogenannte Kennenlerngespräch, was unverbindlich ist, ähnlich wie wir es heute jetzt machen. Die wenigsten haben so ein schönes Modell wie Sie, ja, in dieser Qualität, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, Was es gibt, ist halt durch Free Software im Internet heutzutage, dass hier und da schon mal so kleine 3D-Geschichten gemacht worden sind, digital, mit ersten Ideen im Sinne der Raumzuordnung. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir kommen im Grunde in den Gesprächen ja über die Bedarfsplanung. Bedarf kostet Geld. So, Ja. und das ist jetzt so dieses Thema, dass man dann im Grunde relativ früh, oder so machen wir es zumindest, oder ich mache es so, dass man natürlich dann auch schon mal so ein bisschen über den Daumen kalkuliert, ne? Auf Prognoseebene, sage ich jetzt mal. Also das heißt, was manchmal passiert, ist, dass wir dann so die Quadratmeter untereinander schreiben, was man sich so vorstellt. Würde ich jetzt mal sagen, mit einer Familie für 2 Kindern, das kleinste, was wir mal so in der Richtung gemacht haben, war so knapp 100 Quadratmeter. Das größte so bei 350. Ne? Okay. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Unterschied. Ich glaube, wir kommen so eher in die Richtung 350. So, und dann sage ich, also grundsätzlich beide Aufgaben oder Aufgabenstellungen sind da interessant. So, das ist eigentlich so dieser Prozess am Anfang des Kennenlernens, dass man im Grunde, sagen wir mal, versucht sofort auch eine gewisse Realitätsnähe mit reinzubringen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, naja, dann fangen wir erstmal an und dann sind die ersten Irgendwann geht 20, das Geld 30 aus. Ingenieurstunden sozusagen durch, sondern ich versuche in diesen Erstgesprächen und Kennenlerngesprächen neben dem Persönlichen herauszufinden, funktioniert das inhaltlich und ist die Bereitschaft denn überhaupt da, inhaltlich sozusagen auch in eine Transformation dann reinzugehen. Also Sie haben jetzt hier an Ihrem Beispiel das schöne Modell gebaut, da ist Arbeit drin, da ist Zeit drin. Sie haben sich wahrscheinlich viel ausgetauscht, haben miteinander auch untereinander Kämpfe ausgeführt teilweise, wo Okay, der ich wollte Mustang nachher ich steht. wollte das Wort nicht sofort so in den Mund nehmen, aber ja. Können Sie ruhig, können Sie. Nein, das ist vom Prinzip ist das so. Also ich sage immer so, und das ist ja auch die Kunst, ne, wie heute. Wir hatten uns jetzt vorher schon mal gesehen und auch vorher schon mal telefoniert, aber trotzdem, man guckt ja, also manchmal denke ich immer so oben im Kopf, mal kurz einmal aufmachen, gucken, was ist da für eine Platine drin, die Bilder da bitte einmal gerade runterspeichern und dann gucke ich mir die an. Aber so ist es ja. Ja. Sondern Architektur ist ganz viel Kommunikation von Anfang an, auch in den Prozessen, weil wir im Grunde ja mit einem Orchester unterwegs sind, die gemeinsam ein Ziel realisieren, was ihnen letztendlich, sagen wir mal, im Ergebnis dann eine neue Heimat, ein neues Zuhause, eine Wohlfühloase, einen Ja, ein Zuhause, Rückzugsort gibt, der ja eben auch in diesen weichen Faktoren ganz wichtig ist zu setzen. Also Bauen ist auch immer ganz viel eigene Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja. Das ist manchmal auch unangenehm. Also unangenehm im Sinne von Vorstellung zu revidieren, beziehungsweise eigentlich sich selbst so ein bisschen damit zu reflektieren, warum das eigentlich so ist. Ja. Und auch zu fragen, warum ist es nicht anders? Wieso muss das jetzt so groß sein? Zum Beispiel. Habe ich was zu kompensieren? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht muss Liegt man es da an ein bisschen meiner tiefer alten gehen. Tenniskarriere und dieser Halle, in der ich gespielt habe? Man Ja, weiß man es nicht. weiß Man es weiß nicht. es nicht. Man weiß es. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu unserem Modell. Aber sehr gerne. Was halten Sie denn davon? Das ist nicht klein, ne? Nee. Das ganze Modell kann man ja auch auseinandernehmen. Ja, Ähm, wunderbar. Also wie gesagt, ganz toll. wirklich, wir haben Ich hatte versucht. früher mal eine Lehmann-Eisenbahn, da habe ich sowas auch gemacht. Ja. Aber jetzt, wir machen natürlich heute viel digital, aber es ist sehr schön. Also, Es hat auch wirklich Spaß gemacht, das zu bauen. Es steckt natürlich einiges an Stunden dran, aber selbst in den Modellbauladen zu gehen und der Verkäufer, der war gar nicht überrascht. Der fragte, was haben Sie denn vor? Ich so, ja, ich würde gerne mein Traumhaus bauen. Ach so, ja, alles klar, gucken Sie mal hier. Das sind die Häuser, die ich schon mal gebaut habe. Also total selbstverständlich. schön. Ja. Und dann einfach da mit dem da durchzugehen und einfach mal zu gucken, was es so für Materialien gibt. Ja. Ja, die Grundidee war ja zum einen, dass ich den Mustang, und den wollte ich, ist einfach viel zu schön, dass er einfach in der Garage steht. Und dann war die Idee, dass ich den ja gerne aus dem Wohnzimmer, eigentlich ins Wohnzimmer haben wollte. Das war eine der Diskussionen. Genau, das ist dann, meine bessere Hälfte fand das dann nicht ganz so. Und dann haben wir den Kompromiss gefunden, einfach hinter einer Glasscheibe das Ganze zu machen. Okay. Dann fand ich das auch immer noch super schön, also so einen Palmgarten in der Mitte zu haben. Die können wir hier auch einmal rausnehmen. Mal gucken, was wir sehen. Wir haben nämlich auch eine Schildkröte, soll dann ihren kleinen Teich kriegen Ja. in der Mitte des Hauses.
Ja, wenn wir hier oben einfach mal auf der Galerie gucken, also das sollte Kinderbadezimmer sein, dann Kinderzimmer, Schlafzimmer, auch wieder mit einer Glasscheibe, um auf den Palmengarten zu gucken, dann Ankleidezimmer und dann Badezimmer nochmal Elternbadezimmer. Das hier vorne war als Einliegerwohnung gedacht, um vielleicht dann auch nach Miete zu generieren oder eine Praxis. Ne, dass man sagt, okay, Shairi vielleicht sich irgendwann mal selbstständig macht mit einer eigenen Praxis. Ja, das war so die Idee von dem Stockwerk. Dann können wir das hier auch noch Sehr schön. runternehmen. Dann hatten wir den Eingang, den Haupteingang. Wir fanden so eine Pivottür ganz schön. Also das haben wir so ein paar Videos schon mal gesehen. Und es war sehr imposant, weil man ohne Rahmen und so weiter das Ganze planen konnte. Dann einfach hier ein paar Einbauschränke, ne, wo man Garderobe hinter verstecken kann. Dann soll man hier um die Ecke gehen. Das soll eine Bibliothek sein und Büro. Ja. Dann auch wieder mit einer Glaswand. Das soll ein Gästezimmer sein. Eine offene Küche. Plus hier wollten wir mit Küchenschränken nochmal einen Hauswirtschaftsraum abtrennen. Und hier dann das Gästebadezimmer. Das Esszimmer sein, ne, mit einem Esszimmertisch, hier Sofa hinstellen. Hier war eventuell überlegt, ob man da noch einen Kamin hinstellt. Ja, das hatten wir hier so ein bisschen mal aufgezeichnet. Wieder dann die Einliegerwohnung. Ja. Und hier unter der Treppe, dann geht es nämlich noch weiter. Es gibt noch einen. Soll es dann noch. Okay. Es Der- geht noch in die. Oh, Es gibt, spannend. Okay. es gibt noch einen Keller. Ja. Die Überlegung, dass dieser Keller jetzt nicht voll unterkellert ist, weil wir uns auch so ein bisschen erkundigt haben, Keller baut ja halt, ich glaube, heute kaum noch jemand, ne? Weil es halt sehr kostspielig ist, glaube ich. Ist so, ja. Verbuddelt da viel Geld in der Erde. Ja, da haben wir jetzt erstmal gedacht, und diese Form kommt daher, das soll der Heizungskeller sein, der genau unter dem Gästebad liegt. Wir haben halt so überlegt, das Hauptbadezimmer liegt genau über dem Gästebadezimmer und das liegt dann genau über dem Heizungsraum. Nur mit unserem Kinderbadezimmer haben wir dann überlegt, okay, wir machen das dann so, dann können wir die Leitung hier theoretisch neben den Schränken herführen, in den Keller, und vom Keller schaffen wir es dann bis in den Heizungskeller. Das war so, und dann hat natürlich der Anbau hat dann auch nochmal einen Kellerraum. Ja. Ja, das Okay. war so die Überlegung. Und ein Reflection Pool. Ja, wenn noch Geld über ist. Okay. Sehr ambitioniert. Ambitioniert im Sinne von positiv gemeint, aber was ist denn das Budget? Wenn ich Ja, mal das so haben wir, fragen darf? das ist bis jetzt noch losgelöst vom Ach, Ganzen. los. Also Open Budget. Ja, genau. Ja, schön. Das haben wir als Architekt natürlich sehr gerne. Dann Kommt das manchmal vor, dass wirklich kaum, dass du sagst, ja, irgendwo in dem Rahmen, aber wo man sagt, ja, da hat man schon sehr viel Spielraum, oder ist es wirklich sehr eng geplant in den meisten Fällen? Vom Prinzip her sind wir es gewohnt, eigentlich bei allen Projekten eine ganz klare Budgetvorgabe zu haben. Es gibt natürlich unterschiedliche Wege. Ich sag mal, so wie hier jetzt vom Traumhaus, der Grundidee, dann in die Reflexion des Geldes zu gehen. Das ist manchmal dann eben die harte Landung. Ja, Ja, emotional vielleicht auch anspruchsvoller. Während der Weg über Design to Cost to Design manchmal nicht. der andere ist. Ne? So. ja. Aber sonst so von der Aufteilung, was sagen Sie denn dazu? Zum Beispiel Küche, keine Fenster. Zwar offen nach vorne hin. Genau, also ich finde, da sind erstmal, um das mal vorweg zu sagen, weil jetzt sprechen wir ja schon sozusagen über das, was der Architekt jetzt nicht so gut findet. Also erstmal möchte ich aber sagen, ich finde, da sind ganz viele tolle, qualitativ wirklich sehr schöne Sachen drin. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Aber es sind so ein paar Punkte, die mich so ein bisschen stutzig machen. Das erste, ja, weil Sie es jetzt angesprochen haben und wir hier jetzt noch auf das Erdgeschoss auch gucken, es sind sehr großzügige Räume in der Dimension grundsätzlich. Sich eine Palme ins Wohnzimmer zu stellen, finde ich grundsätzlich schön. Auch für die Schildkröte herrlich. Ja. Also
Besser geht es, glaube ich, Ja. nicht. Also jeder Tierschutzbund würde wahrscheinlich sagen, bitte sofort machen. Aber das hat natürlich bezogen auf nachher Kubikmeter umbauten Raum schon so seine Herausforderung. Also wieder Budget. Ja. Des Weiteren von der Aufteilung, ich persönlich finde, eine Küche ist ein Lebensraum. Ja. So, und ein Lebensraum, der, also wenn ich Feiern habe, wir sitzen meistens nicht im Wohnzimmer, sondern wir drängen uns alle wie eng in der Küche zusammen. Bei uns ist es im Moment, wir wohnen halt zur Miete und da ist das sogar, das ist Altbau und ich komme in der Küche in die Wohnung rein. Also ich stehe direkt, ich habe keinen Flur, wir stehen direkt in der Küche. Und da ist bei uns auch die Küche das Zentrum. Und da, wo jetzt die Palme ist für mich so eine Art Zentrum, aber da ist nicht die Küche, sondern da ist die Palme mit der Schildkröte. Und das wäre jetzt so etwas, also eine Küche, die keinen Außenbezug hat. Also ich koche ganz gerne auch und gucke dann aber zwischendurch auch ganz gerne mal raus. Und jetzt haben wir da qualitativ eine Palme mit der Schildkröte, da kann ich dann gucken, wobei da eigentlich die Öffnung ist, also sprich... Und den Mustang kann ich natürlich auch gucken. Ja, also perspektivisch schon besonders wertvoll, aber es ist ein Innenraum. Ja, das ja, heißt, der okay. Außenbezug oder ich sage jetzt mal, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber der Gang mal kurz in den Garten, wo ich mir meine Kräuter hole oder so, da muss ich immer dann durch den wunderbaren Wohnzimmerbereich kurz nochmal mit dem Blick auf den Mustang dann Ja. So, das sind so Dinge, wo ich sage, würde ich anders machen. Oder würde ich zumindest nochmal in der Beratung zur Diskussion stellen, ob diese Aufteilung wirklich so ist. Es hat einen Grund, warum das so ist. Das verstehe ich auch und ich finde, das ist auch konsequent weitergeführt hier in der Idee. Ich persönlich empfinde es so, dass eine Bibliothek auch gerne einen Außenbezug haben könnte. Das wäre jetzt so die einfachste Lösung, wenn man gar nicht konzeptionell mehr rangehen möchte. Aber ich würde mir dann, glaube ich, wünschen, dass ich die Küche hier habe, wo jetzt die Bibliothek geplant ist, als Beispiel. Okay. Also wenn man jetzt in dem Grundriss 1:1 bleiben würde, würde ich sagen, da würde ich mal drüber nachdenken, weil was passiert in einer Bibliothek? Also zumal heute ganz oft gar keine Bibliothek mehr vorgehalten werden. Ich finde das erstmal sehr positiv, dass Sie sowas noch machen möchten, weil ich liebe auch Bücher. Unabhängig davon, dass ich auch digital gerne lese, aber Bücher ist nochmal haptisch ein bisschen was anderes. Und Bibliotheken können innenraumbezogen eigentlich sein, finde ich. Okay. Weil ich da ja eigentlich eher in eine Ruhesituation gehen möchte. Natürlich kann man das dann auch mit Glas lösen, aber vom Prinzip her möchte ich auch dann meine Zurückgezogenheit haben. Es geht immer auch so ein bisschen darum, Sie sind jetzt als Familie in einem Haus, wo habe ich denn meine Rückzugsmöglichkeit? Ja. Und wenn ich eine Bibliothek kreiere, Ja. ist das eigentlich ein Rückzugsraum. Und in allen Filmen, die man auf Netflix und Hollywood und auch in Gebäuden, älteren Gebäuden sehen kann, ist die Bibliothek eigentlich immer so dieses Schiebetürelement oder auch das geschlossene Element, wo ich dann in einen Raum reinkomme, der aus meiner Sicht dann in irgendeiner Form gegebenenfalls auch da liegen könnte, wo jetzt die Küche geplant ist. Möglichkeit. Und was wäre, wenn man die beiden Räumlichkeiten tauscht? Dass man sagt, okay, ich habe die Küche hier vorne zum Garten hin, habe hier dann den Essraum und würde einfach das Badezimmer nach hier hinten schieben? Oder ist das dann schon wieder schwierig, weil die Badezimmer nicht übereinander liegen? Oder ist das... Nein, Weil also Wasseranschlüsse müssen ja bei beiden sein. Ne? das ist vom Grundprinzip gut gedacht. Also in einer wirtschaftlichen Lösung versuchen wir natürlich auch die Vertikalinstallation für Wasser, Abwasser und so weiter möglichst übereinander anzuordnen. Das ist jetzt in diesem Konzept sicherlich auch ein Gedanke, dass man die Küche zum Garten hinbringt, weil das versuchen wir zumindest in unseren Entwürfen immer mit zu berücksichtigen, die Küche ist die sogenannte Schaltzentrale aus meiner Sicht. Ja? Dann ist eigentlich das Thema des Weges vom Kühlschrank nach draußen zum Esstisch, das sind eigentlich die Dinge, die man sich überlegen soll. Und da macht es schon Sinn, entweder die Küche da oder da anzuordnen. Ja. Und dann das Gästebadezimmer im Erdgeschoss. Ja, das darf dann auch innenliegend sein, unabhängig davon,
man muss sich überlegen, welche Qualitäten welche Räume kriegen sollen. So, und natürlich ist ein Badezimmer, was natürlich belichtet ist und natürlich belüftet ist, auch sehr schön und auch gut. Aber bei einem Gästebadezimmer, finde ich, darf man auch den Außenbezug dann wegnehmen. Ja. Kriegt man hin. Ja. So. Zum Garten, wie sieht das aus mit Schimmel und Luftfeuchtigkeit? Also Ist eine das ein- Palme? Ja, das ist eigentlich, wenn man da ein paar Pflanzen hinmacht, ist das eigentlich nicht so problematisch. Ne? Ja, also inwieweit man dann regeltechnisch oder anlagentechnisch da einzugreifen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich Ja, habe gut, noch Sie nie sind eine kein Palme im Botaniker. Wohnzimmer geplant. Ja. Ich glaube, es kommt dann auch sehr, sehr, sehr auf die Palme selber Ja, an. wahrscheinlich, Grundsätzlich ja. sind Pflanzen positiv fürs Raumklima in Gebäuden, also sehr positiv sogar. Inwieweit dann bei bestimmten Wasserbedarf von bestimmten Pflanzen gegebenenfalls regulierend noch zusätzlich eingegriffen werden muss, dass sie also nicht zu hohe Luftfeuchtigkeitswerte in den Räumlichkeiten haben. Das muss man dann berechnen. Okay. Das kann man vielleicht auch mechanisch lösen und nicht nur technisch. Ja. Da bin ich jetzt nicht der Da Experte. müsste man vielleicht dann auch den Botaniker dann fragen, welche Palme da für sowas geeignet ist, die dann Ja, nicht so wir viel... müssen einfach grundsätzlich wissen, welche Raumfeuchtewerte dadurch dann letztendlich entstehen, damit dann die flankierenden Bauteile bestimmte Sättigungspunkte nicht überschreiten, Ja. dass das Parkett aufbricht oder Schimmel ist grundsätzlich immer ein Thema dann, wenn ich Temperaturunterschiede habe vor allem. Ne? Also dass ich in dem Moment, wo ich Kondensatausfälle habe und Wasser dann gefangen ist und dann an dieser Stelle verbleibt, dann Okay, haben wir dann wird's Thematik mit Probleme. Schimmel und natürlich Keime braucht es auch, sonst wo keine Keime Ja. dann nicht, aber wo ist schon kein Keim. Ne? Ja, das stimmt. Grundsätzlich der Eingangsbereich, einfach mal so aus der Reflexion, was passiert da. Also Sie empfangen Gäste Ja. als Beispiel. Und dann stehen da 3, 4 Leute vor der Tür. Sie haben jetzt hier wunderbar das Szenario mit Ihrer Frau. Also ich nehme an, kurz nach Einzug, wir haben es geschafft. Das Genau. ist hier, glaube ich, abgebildet. Finde ich sehr schön. Aber ich glaube, dass dieses unabhängig der Tür, ja, mag ich auch, 2 Szenarien hier zu optimieren wären oder zumindest zu bedenken wäre. Einmal, wie viel Platz habe ich im Entreebereich? Also wenn ich in einer Geschosswohnung bin oder in einer Mietwohnung, dann kennen wir das, Haustür und ich falle ins Haus rein. Bei so einem Gebäude mit prognostizierten 300 Quadratmeter ist der Eingangsbereich doch recht übersichtlich zu den sonstigen Flächen. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich da eigentlich durch den Nebeneingang komme und nicht durch den Haupteingang. Okay. So, jetzt kann man darüber diskutieren, ob das bewusst so ist. Das kann man ja machen. Also, dass die Skulpturtreppe sozusagen der erste Eingangsfang ist, sozusagen. Aber in dem Moment, wo sich hier 2 Leute die Jacken ausziehen und man sozusagen eigentlich geleiten möchte, also dieses sozusagen Welcome, Da sollte man vielleicht schon mal... ist ein bisschen enger. Ja. So. Ja, die Idee an sich war schon so ein bisschen, ich sag mal, durch diesen Korridor zu kommen und dann diesen Aha-Effekt zu haben. Ne? Dass man sagt, Ja. auf einmal sieht man den Mustang, man sieht die Palme. Also aber die klar, das Überraschung wird definitiv gelingen, aber es geht dann um das Tagtägliche. Und wenn jetzt Kinder da sind, sie kommen von der Schule, es ist draußen mal Klottenwetter gewesen. Also Kann man ich schon ein höre schon so ein bisschen, Mensch, Schuhe ausziehen und warum hast du denn die Jacke wieder nicht aufgehängt und Ja. so weiter. Das kann man, diesen ganzen sogenannten Alltagsstress unterschiedlich angelegt, je nachdem, wie man damit so umgeht, dem kann man organisatorisch schon etwas vorgreifen. Okay, also ich sag mal 1 Meter, vielleicht mehr Ja, Platz also zur Seite. ich denke schon, dass es in dieser Größenordnung sein sollte mindestens und vielleicht auch die Möglichkeit, dass man privat, jetzt so schön das mit dem Mustang ist, den man sich von da angucken kann. Über diesen Raum haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Das ist Werkstatt, soll das sein. Ah, okay. Ja, vielleicht kann man das hinkriegen, dass man die Werkstatt hier nochmal so etwas abtrennt, dass man so eine Art Wand hier noch mit einzieht und einen Nebeneingang schafft, wo die Kinder sozusagen oder man selber auch so seine Schuhe, seine Straßenschuhe dort belässt, dass hier nur eine Gästegarderobe wird, wo man hier also Winter- und Sommerkleidung dann sozusagen organisiert, das ganze Schuhwerk sozusagen hier hat mit so einer Sauerlaufzone und dann darüber dann da reingehen Okay, ja. könnte, wäre eine Idee Ja, als Beispiel. das stimmt.
Ja. Der dritte Punkt ist die sogenannte Einliegerwohnung oder spätere Praxis. Die hat halt schon eine etwas, ich sage jetzt mal, spezielle Anforderung. Eigentlich ist es ein Treppenraum. Es geht hier jetzt um die Geometrie der Räumlichkeiten der Einliegerwohnung. Also wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie würden hier Möbel mal einplanen, dann haben wir eigentlich die Situation, ja, hier mit dem Gäste-WC, das funktioniert. Hier haben wir so einen ganz kleinen Raum, der vielleicht ein zusätzliches Arbeitszimmer sein könnte. Die Idee war, dass das Badezimmer ist. Ah, okay. Hier geht die Treppe nur zum Keller runter. Dass hier vorne dann einfach eine Küche ist, hier vielleicht Essbereich und dass ich dann hochgehe und hier oben habe ich dann Wohnzimmer und hier einfach Schlafzimmer. Das war so. Wobei ich auch sagen muss, diese Einliegerwohnung ist auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Also von unserer Planung her, das war einfach. Also ich sag mal, die hat Potenzial im Zuge dessen, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Sagen wir Ja, es so. okay. Also die Idee, grundsätzlich ist immer so, also man kann ja lange Schläuche machen und das ganz bewusst damit auch sozusagen in der Geometrie etwas bewirken. Ja. Also das hat durchaus Charakter. In einem Wohnbereich, wo ich Möbel stelle und wo ich im Grunde, sagen wir mal, auch von der Belichtungsmöglichkeit dann durch die Wahl der Position, wo die Treppe jetzt sitzt, Einschränkungen habe und eine relativ geringe Raumtiefe habe. Also im Grunde habe ich eigentlich eine Raumtiefe, ich sag mal, das sind wahrscheinlich hier 4,50 Meter. So. Aber normalerweise in so einen länglichen Raum gehe ich anders rein. Wenn ich sowas Langes habe und da reingehe, dann habe ich immer das Lange. Wenn ich aber sowas Langes habe und da reingehe, dann habe ich da was und da was. Ja, okay. So als Beispiel. Ja, und dadurch entsteht dann eine etwas andere Aufteilungsmöglichkeit, die aber auch wieder gleichzeitig das Belichtungsthema optimiert. Ja. Und das ist dann halt schade, dass ich hier einen Raum, wenn das dann 4 Meter sind, noch kleiner mache. Da gehe ich so ein bisschen ohne Not mit der Geometrie falsch um in der Positionierung. Also das könnte man anders lösen. Okay. Letzter Punkt. Ja. Furchtbar, ne? Ja, alles gut. Nee, deswegen sind wir ja hier. Das ist ja, wie gesagt, von uns einfach erstmal so blauäugig geplant. Und dann jetzt mal so Ihr Expertenwissen dazu zu hören, ist ja super interessant, auf jeden Fall. Also ich habe eine wunderschöne Optik auf dem tollen Mustang. Meine Optik im Garten finde ich ein bisschen eingeschränkt. Das kann ja jetzt einen Grund haben, warum ich das so mache. Dieser Reflection Pool, der da ist, also das ist übrigens nicht ein Begriff von mir, sondern das ist ein Begriff aus der Bauhauszeit, wo man über sogenannte, das waren gar keine Schwimmbäder, sondern das waren eigentlich nur so 70, 80 Zentimeter tiefe Becken, dass die Architekten gesagt haben, über die Wasserfläche reflektiert sich das Sonnenlicht tiefer in den Raum rein. Ah, okay. Darum okay. Reflection Pool. Ah, okay. Jetzt habe ich hier aber einen war mir gar nicht so Reflection klar. Pool, aber der reflektet jetzt halt so ein bisschen Gegen die eine Hauswand. geschlossene Fassade. Ja, wobei, so ein paar Fenster Nein, gibt es ja ja, schon, ist schon aber, da, ja. aber das würden Sie sonst eher offener planen. Also eher Genau, eine also- große Glaswand. In der Kombination mit einer möglichen Idee, das Gäste-WC innenliegend zu machen, hier großzügiger aufzumachen. Ja, also um auch dieses Innen-Außen in den Übergängen. Also jetzt haben wir einen Palmenraum, dass wir also die Möglichkeit haben, über diesen Palmenraum auch das Außen zu betreten, also dass Innen und Außen sich verschmelzt. Das ist ein Element, was hier jetzt, sagen wir mal, in diesem Ansatz durch die Lochfassade, Lochfenster, die ich grundsätzlich auch mit Sprossen sehr, sehr schön finde. Aber an dieser Stelle vielleicht, sagen wir mal, diesen Moment der Möglichkeit Nutzung außen innen, gegebenenfalls durch eine andere Öffnungsmöglichkeit mit Schiebetüren zum Beispiel, noch mehr entgegenkommt. Und dann habe ich man auch eigentlich komplett aufmachen kann, diesen ja. ganzen Teil hier, also da weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Also wir haben den tollen Mustang, wir haben die tolle Palme mit der Schildkröte und jetzt haben wir auch noch den Außenbezug. Also dann wird es natürlich Ja, dann ganz besonders, auch gerade in der Geschossig,keit ja. des Luftraumes. Ja, und vor allem, wenn ich dann jetzt hier einen Esstisch habe, dann sitze ich ja schon fast draußen. Ne? Genau, genau. Und das ist eigentlich so etwas, wo ich dann sage, in Verbindung mit einer möglichen überdachten Terrasse, auch in den Übergangszeiten, also wir sind halt nun mal nicht in Spanien Ja, oder ja. so, sondern wir haben immer auch diese Witterungsübergänge.
Aber dieses Thema windgeschützt und trotzdem draußen und regengeschützt und trotzdem draußen, das hat schon eine hohe Qualität. Also wenn wir uns jetzt an die letzten Monate eben erinnern, wir haben Übergangsphasen gehabt, wo es draußen noch immer schön warm war, aber es regnete halt. Ja, ja. Da will ich ja nicht immer dann mit meinen Gästen, oh, Entschuldigung, wir müssen jetzt wieder rein. Ja. Sondern dann eigentlich solche Übergänge ein bisschen smarter zu lösen. Ne? Ja, vor allem dann könnte ich ja auch, ich sag mal, meine Schiebetüren offen lassen, obwohl es regnet. Ne? Weil ich dann weiß, okay, Genau. ich habe genug Schutz, dass es nicht reinregnet. Auch Frischluft morgens mal ordentlich durchlüften. Ich Ja. sag mal, das funktioniert über sowas natürlich auch ganz gut. Ja, und wenn Sie dann noch im Oberlicht vielleicht noch eine Öffnung drin haben, kriegt die warme Luft auch im Sommer gut abgeleitet, als Beispiel. Ne? Gibt es da eigentlich, da hatten wir zum Beispiel überlegt, dieses war ja gedacht über dem Schlafzimmer, dass man das direkt über dem Bett hat. Gibt es da dann auch wahrscheinlich irgendwelche Jalousien, die ich zufahren kann, damit ich das irgendwie weil ich möchte ja nicht um 6 Uhr morgens wach werden, wenn im Sommer sozusagen. Nein? Naja, Vielleicht 6 Uhr, um natürlich, 5, aber um 5 also Uhr wird es schon hell. ich dachte schon. Also. Ja gut, das muss auch alles finanziert werden. Vielleicht muss man ein bisschen früher aufstehen, um das ganze Geld wieder Genau, reinzuholen. also das Oberlicht ist doch eingeplant, damit man sozusagen Natürlich aufwacht, ja. natürlich aufwacht. Nein, also das ist natürlich möglich, das gibt es auch, automatisch, vollschließen, transluzent, das gibt es alles. Okay. Das ist kein Problem. Und was sagen Sie zu unserer Idee, Fertigbetonwände zu benutzen? Grundsätzlich ist das eine Ästhetik, die ich sehr mag. Man muss halt dazu wissen, also erstmal vielleicht grundsätzlich, es gibt verschiedene Sichtbetonqualitäten. Das ist so ein bisschen wie mit den Eiern, Güteklasse A, B und C. Ja. So, und wenn man jetzt also die beste Qualität haben will, dann ist das alleine vom Produktionsprozess, also mit den Schalungsbrettern, was für Schalungsbretter, schon auch etwas, was zumindest in einer beidseitigen Sichtbetonoptik relativ teuer ist. Was ist denn hochwertig? Ist hochwertig, dass das super glatt ist? Oder ist Glattfilm, hochwertig, dass ich genau. die Verschalung, was ich zum Beispiel sehr schön finde, wenn ich teilweise die Verschalung noch so die Holzmaserung im Beton sehe? Das ist dann aber eigentlich eine geringere Güteklasse, oder? Das ist eigentlich erstmal eine geringere Güteklasse und die Ästhetik der sogenannten Schalungsbretter, also das richtige Holz und die richtige Maserung auszusetzen, gibt es durchaus Architekten und auch in Künstlerhäusern, habe ich vor kurzem jetzt noch gesehen, der hat sich dann halt wirklich monatelang mit den Schalungsbrettern noch auseinandergesetzt. Dann geht's wie wieder das, teuer. also nee, das nicht, wenn man so. das selber macht. Okay, ja. okay. Aber wenn ich das jetzt sozusagen industriell einkaufe, das sind jetzt nicht die Jungs, die irgendwie sagen, ja, ich gucke da nochmal die Maserung nach. Ja, dann ist ja, das das dann stimmt. nachher hochwertig. Also da muss ich mich dann selber drum kümmern. Ob ich dann ein Unternehmen finde, was das dann 1:1 so umsetzt, das wird es geben. Aber das ist mehr Eigenengagement. Grundsätzlich ist eine beidseitige Sichtbetonqualität relativ teuer. Und wenn ich jetzt sehe, außen und innen sollen Sichtbetonqualitäten entstehen, bin ich automatisch bei einer Zweischaligkeit. Also das heißt, innen steht eine Sichtbetonwand, die von der einen Seite sichtbar ist, von der anderen Seite muss sie gar nicht sichtbar sein. Dann kommt der sogenannte Dämmkern und dann setze ich eine zweite Schale, damit ich außen wieder Sichtbeton habe. Kann man das nicht, ich sag mal so, wenn man diese Beton-Fertigwände hat, dass diese Isolation da schon in einer Wand mit drin ist? Sind das immer verschiedene Ja, Wände? natürlich. Das gibt es auch als Fertigteile. Das kann man durchaus machen. Das kann man aber auch in Ortbeton machen. Ortbeton, wie der Name schon sagt, ist vor Ort gemacht. Okay. Und Fertigteile hat natürlich ganz, ganz große Vorteile in der Erstellungsgeschwindigkeit. Auch in der möglichen Qualitätsgestaltung, weil ich natürlich im Werk unter Dach arbeite. Ja. Hat aber auch bestimmte Konsequenzen im Sinne von Länge, Breite, weil es muss ja alles transportiert werden. Und grundsätzlich sind Fertigteile auch teurer. Fertigteile sind teurer? Ja. Okay, ich hätte eher gedacht, dass sie dann günstiger sind, weil sie schon vorgefertigt sind, aber... Also in den wirren Zeiten der Preisentwicklung und Preispolitik, wie wir sie im Augenblick haben, also ich sage es so jetzt nochmal mit der Einschränkung, früher war Ortbeton immer günstiger. Okay, ja gut. Das wird auch, glaube ich, noch so sein. Nein, grundsätzlich ist der Prozess, mit Fertigteilen zu arbeiten, immer dann sinnvoll, wenn ich mit hohen Spannweiten zum Beispiel arbeite, also eingespannte Stützen, Hallenkonstruktion oder besondere Anforderungen an Ästhetik auch habe. Aber
Im Grunde ist der Ort-Beton-Prozess als solche eigentlich schon gut zu machen. Ich habe natürlich längere Zeiten im Sinne von Aushärtung, weil ich die Decke draufbringen kann und so weiter und so fort. Und man kriegt aber trotzdem sehr tolle Ergebnisse. Ja, wir haben zum Beispiel bei uns auf der Webseite, ist jetzt eines der letzten Projekte, die eingestellt ist, da haben wir so einen Carport in Sichtbeton. Das ist alles in Ordnung. Okay. Und Das werden wir auf jeden Fall verlinken. wir hatten immer so ein bisschen Angst, weil das ist natürlich schon so ein bisschen wie die Wundertüte. Ne? Also in dem Moment, wo du die Schalungsbretter rausnimmst, was sagt der Bauherr? Findet das gut? Findet das nicht klar. gut? Und es ist auch immer so ein bisschen dieser Überraschungseffekt. Und das versuchen wir natürlich vorher auch zu kommunizieren, weil wir natürlich wissen, Muster sind Muster. Also ist wie bei Holz auch. Also du hast so ein kleines Muster, guckst da drauf und sagst, ja, das nehmen wir als Parkett. Und dann siehst du das auf einer Fläche von da tue ich mich Quadratmeter. Das ist ein ganz anderer Schnack manchmal. Ne? Ja. Und sonst im Vergleich, ist das denn teurer oder günstiger, als wenn ich zum Beispiel, also ich würde ja die Optik, mir gefällt die, das heißt, ich müsste ja nicht mehr verputzen, ich hätte vielleicht auch die Isolation schon da drin und ich hätte zum Beispiel persönlich auch kein Problem, wenn die Verkabelung und Rohrleitung alles auf der Betonwand laufen. Also ich muss das nicht da drinnen verstecken. Also ich Nein, das ist auch dann wird es auch wieder interessant. Also in dem Moment, wo ich anfange, so eine Konstruktion zu wählen und dann aber im Grunde eigentlich meine Verkleidungstechnik da wieder reinbringe, dann ist es schwierig. Grundsätzlich sind wir natürlich gewohnt, heutzutage mehr Unterputz zu arbeiten und nicht Aufputz zu arbeiten. Früher war, also in den Altbauten, das war ja gang und gäbe. So, und jetzt haben wir aber so eine Ästhetik, wo wir sagen, zwischen Altbauscharme und Industriestyle und so ein bisschen Berlin und was auch immer, dass das wieder zurückkommt. Ja? So, und dann ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, bei der Sichtbetonqualität so auch zu arbeiten. Und damit dann natürlich auch, sagen wir mal, angegliederten Gewerken, die normalerweise in anderen Bauformen zum Tragen kämen und auch Geld kosten, dann hier sozusagen einen Reset-Knopf zu geben. Grundsätzlich nochmal, ganz viel hat es damit zu tun, wie nachher wirklich die Ästhetik aussieht, wie sie ihre Maserungen da auf der Wand auch vertragen und dass man dann im Grunde sagt, so, und wenn wir dann mit Aufputz arbeiten und dann Trockenbauelemente rauslassen, dann passt das auch wieder, dann ist es nicht mehr so viel teurer wie sonst. Es wird aber nicht günstiger sein. Okay, also es wird sich dann so die Waage halten, so ungefähr. Kann. Also es hat ganz viel damit zu tun. Und ich sage dann immer so, und jetzt müssen wir noch was für die Akustik tun. Weil das ist auch klar. Jetzt habe ich Ihnen gerade noch vorgeschlagen, noch mehr Fensterflächen zu machen. Harte Materialien gleich keine Schallabsorption. Also das heißt, es sind reine Reflexionen. Und wenn Sie klatschen in der Halle, dann verschreckt das die Schildkröte, weil das so halt. Der arme Philipp, ja. So, also das heißt, da müssen wir dann vielleicht wieder zurückrudern und müssen sagen, was machen wir denn mit der Akustik? Weil wenn der Bodenbelag jetzt auch noch ein harter Bodenbelag ist und die Decke ist Aussichtbeton, also dann haben wir eigentlich gar keine Absorptionsbereiche. Dann könnte ich jetzt noch sagen, haben Sie vielleicht ein Faible für Wandteppiche? Okay, ne, eigentlich nicht, aber genau, okay. so. Ja, also das heißt, wir müssten uns dann über den Schallschutz unterhalten, weil ansonsten ist so eine Akustik schon schwierig dann. Ja, okay. Würde man das dann auch über irgendwie Möbel hinkriegen und dass man ein großes Sofa oder... Klar, ich kann natürlich, also wenn ich jetzt ein Ledersofa reinstelle, weniger. Ne? Wenn ich ein textiles Sofa reinstelle, also ich brauche eine gewisse Offenporigkeit in die Materialität, die ich da reinbringe, dann ja. Auch eine Palme wird sicherlich helfen. Eine gewisse Absorption bringt die auch, weil die nimmt natürlich den Schall und schluckt ihn auch in Teilen. Gerade die großen Blätter. Wie gesagt, ich habe da noch nie eine Rechnung zu gemacht, aber ich stelle mir das so vor. Gefährliches Halbwissen wieder. Aber trotzdem muss man das dann untersuchen, inwieweit das wirklich funktioniert, dass das nachher kein Hallenraum wird im Sinne von hallig. Und dann gibt es so Deckensegeln und so. Aber das ist dann auch etwas, wo ich wieder sage, eigentlich wollten wir das ja gar nicht. Nee, wir wollten ja offen sein. Ne? Aber zum Beispiel, was eine schöne Ästhetik ist, um jetzt konkreter reinzugehen, ist, es gibt, auch nicht ganz günstig, aber ästhetisch. Ja, wir sind ja erstmal losgelöst von noch sind wir noch. Ja. Die Frage ist nur, was können wir noch überhaupt streichen? Ich habe eine Sichtbetonqualität und habe oben eine Decke. Jetzt gibt es ja diese
aus Gipskarton diese Lochdecken, Mhm. die man so aus Büros kennt. Ja, und so, ja. diese Raster. Ja, Bringen aber schallabsorptionsmäßig bringen die schon mal was. okay. Ästhetisch? Schwierig. Ja. An der Stelle zumindest. So, aber wenn ich jetzt oben zum Beispiel eine Holzdecke reinbringe mit so Lamellen, die Also vielleicht- direkt dann unter der Dachkonstruktion sozusagen als genau, Verkleidung? die ja. jetzt zum Beispiel Verkleidung bringen. Oder ich nehme sie wahlweise auch in den Innenraum. Vielleicht ist an allen Seiten Beton, Sichtbeton dann vielleicht auch zu viel. Und ich sage, ich schaffe da mit so lamellenartigen Wänden. Was ja im Moment auch sehr in ist, ne? Also was ich sehr häufig sehe, so ich sag mal genutete Holzpaneele. Genau. Ja, genutete Holzpaneele haben auch einen gewissen Absorptionsgrad. Also ich meine Hier noch würde mehr ich in die sogar Tiefe. fast vermuten, dass es wirklich Einzellatten sind, Okay. wo dann Membran dahinter steckt, wo Okay. wirklich der Schall richtig drin verschwinden kann und auch noch ein Raum ist, wo der Schall sich dann sozusagen verteilt und Ja, okay. absorbiert. Auch, wie gesagt, jetzt nur eine Tendenz. Ich glaube nicht, dass es mit diesen eingefrästen Lamellenbrettern dann schon getan Nee, ist. muss wahrscheinlich ein bisschen tiefer sein. Ja, und, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man jetzt im Materialmix Palmraum, Sichtbeton, Optik, keine Schallabsorption letztendlich da gegebenenfalls ästhetisch Lösungen finden kann. Ja, da könnte man ja vielleicht dann auch nachgelagert gucken, wenn man dann. Genau, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber so spare ich mir dann vielleicht die eine Wand in Sichtbetonoptik. Die kann dann noch rougher sein, Ja. weil ich die nachher verkleide. Ja, Als okay. Beispiel. Ja, stimmt. Und sonst dann so zu einem höheren Stockwerk. Ja, also wie gesagt, diesen Raum, ich finde ihn sehr schön. Diese Galerie. Ich sage dann immer meinen Kunden, im ganzen Leben kostet ja zum Glück aktuell Luft noch nichts, Ja. außer in der Architektur. Ja, Kubikmeter umbauter Raum. Ne? Ja. Also das heißt, diese hohe Qualität. Es erinnert mich in dem jetzigen Ansatz des Modells sehr an so einen Industrielook. Ja, Ja, also so auch auch von so. den Fenstern, also wie so eine Fabrikhalle. Finde ich sehr cool. Wie gesagt, unten, also oben die Lochfassade zu lassen, fände ich sogar gar nicht so schlecht. Das Thema Putzen ist dann natürlich immer so ein Thema. Ne? Aber heute gibt es ja schön so Stangen, mit denen man dann auch von außen auch ohne Gerüst und Leiter da ganz gut rankommt. Ja. Aber unten würde ich mir dann schon eine Großzügige. größere Öffnung vielleicht noch wünschen. Also wäre so mein Geschmack zumindest. Ansonsten von der Aufteilung, was ich nie im Leben machen würde, nie ein Schlafzimmer innenliegend. Obwohl wir ein Dachfenster haben? Ja, Okay. ja. Also das finde ich schwierig. Okay. Also Wegen Lüftung also, oder wegen ja, es einfach ist- Ausblick oder streng genommen ist es bordnungsrechtlich sogar noch nicht mal erlaubt. nicht? Da ist ein Aufenthaltsraum und ich habe ja gar keinen Luftaustausch in dem Raum. Also Wenn ich mein Dachfenster aufmachen kann? wenn es so voll regnet, müssen wir es zumachen. Oder wollen Ja, wir- okay. Und dann Und darf sonst ich. haben wir nachher nicht nur einen Palmengarten, sondern dann haben wir einen Regenwald. Ne? Ja, okay. Ja, okay. Also das wird so meiner Meinung nach nicht funktionieren. Es zu lösen, ähnlich wie mit der Küche, jetzt zu sagen, ich reflektiere das nochmal und gehe jetzt in die Situation, dass ich sage, ich tausche das mit dem Bad. Aber das Hauptbad in ihm zu machen, Auch nicht so schön. auch nicht so toll. Jetzt kann ich noch sagen, ja, da habe ich ja mein Oberlicht und wenn ich in der Wanne liege, gucke ich in den Sternenhimmel. Wenn das nicht unbedingt notwendig ist, würde ich es nicht sagen. So, was habe ich oben für Räume, die innenliegend sein könnten? Das wäre maximal dieser. So, also muss man mal überlegen, ob man irgendwie da eine Lösung findet, wie man das macht. Es gibt da ganz einfache Antworten. Ja? Also ich sag mal, wir kennen das aus Hotels, wo Bäder sozusagen gar nicht mehr abgetrennt sind, sondern direkt im Schlafzimmer sind. Ja, okay. Ich persönlich finde es schwierig, weil Bad ist für mich auch immer Intimort. Ja, also ich müsste jetzt nicht im Schlafzimmer auf Toilette gehen. Spätestens da wird es bei mir auch aufhören. Ja, genau, also für den Bereich. Also eine Toilette könnte aber innenliegend sein. Das ist jetzt nicht so schlimm. Finde ich. Okay. Ja, also weil ich kriege eigentlich über Lüftung und Ja. so weiter, kriege ich das eigentlich immer ganz gut hin. Eine Badewanne oder eine Dusche finde ich schon ganz schön mit natürlichem Licht. Ja, vor allem wenn es das Und jetzt haben wir- Badezimmer ist.
jetzt könnte man noch sagen, naja, vielleicht sind wir so ein bisschen, also sie sind ja auch extrovertierter. Also das sieht man ja im Entwurf ja auch an. Dass da eine Glasscheibe ist im Schlafzimmer, oder? Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze unten und Sie sind schon oben im Schlafzimmer, zu zweit. Ja, also, oder die Kinder kriegen sehr früh auch Aufklärungsunterricht schon oder so. Das ist ja auch vollkommen okay. Man kann ja auch Gardinen oder Gardinen, Jalousien ja. oder... Es gibt ja auch diese schönen Glasscheiben, wenn man da, ich sag mal, 12 Volt drauf gibt, dass sie dann Milchglas werden. Ja, das gibt es. Schatz, hast du den Knopf gedrückt? Ja, also gehen tut das. Ich finde, grundsätzlich ist ja diese Idee, mit diesem Blick aus dem Doppelbett dann auf diese Palme zu gucken, wunderschön. So, und dann stehe ich auf und kratze mich vielleicht das erstmal am Hinterkopf und gucke dann noch auf den Muskeln. Also das ist ja schon toll. Ja. Punkt. Ja? Ob das die tagtägliche Realität des Alltags dann wieder richtig spiegelt, das ist noch eine andere Sache. Also ich würde sagen, Schlafzimmer muss auf jeden Fall einen Außenbezug haben. Das wäre dann, ja, ich sag mal, wenn wir die Einliegerwohnung nicht hätten, dann hätten wir das Problem ja nicht. Richtig. Das wäre dann vielleicht sonst auch nochmal. Und also das Schlafzimmer der Einliegerwohnung, also ist halt klein, ne? Ja, es ist eher so eine Ja. Studenten-Einliegerwohnung. Ja, das stimmt. Also es ist eine Single-Wohnung, die dann auch noch sehr speziell ist. Deswegen, ich glaube, da könnte man optimieren. Ansonsten ist das ja, es ist eigentlich so wie mit dem Puzzle. Wir müssen vielleicht von dem Hardcover nochmal so ein bisschen gucken, ob wir es hin und her schieben und wie es daraus entstehen kann und könnte. Also, nee, und ansonsten, klar. Und Keller? Was sagen wir? Also, Ich finde, Sie brauchen keinen Keller. wo Also, das ist meine persönliche Meinung. weil komplett darauf verzichten und dann Weil es lieber einfach nochmal so einen Raum groß in die ist, Breite. dass wir mit diesem Puzzle schaffen würden, locker die Notwendigkeiten für die Heizung noch zu machen. Dann auch der kurze Hinweis, also die Hausanschlüsse immer möglichst zur Straße organisieren. Okay. Ab 10 Meter Leitungslänge bezahlen Sie nämlich richtig Geld, wenn Sie den in einem solchen Garten pfeffern. Unabhängig davon, dass Sie dann Baufreiheit brauchen, also da sollten dann auch keine Bäume stehen, wo dann vielleicht eine Wasserleitung da reingeht und so. Also Heizungskeller immer zur Straße hin. Immer zur Straße hin, kurze Wege von Erschließungsbereich der Haupttrassen der Straße, das ist eigentlich immer noch so ein Thema. Ja, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Hast du sonst noch eine Frage zu ich glaube, jetzt ist halt so viel Input. Jetzt müssen wir eigentlich sofort wieder ans Reißbrett und nochmal wieder neu zeichnen. Ja, schönen Dank, Herr Böckamp, Sehr, sehr gerne. für diese Expertise. Wir hoffen, den ganzen Leuten, YouTube-Kanal hat es gefallen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.